Heute geht es um eine Technik, die viele aus der Autowelt schon kennen und die jetzt auch bei Motorrädern für frischen Wind sorgt: Aufladungssysteme. Egal ob Turbo, Kompressor oder neue elektrische Lösungen. Honda steht mit der neuen V3R kurz vor der Premiere auf der EICMA 2025. Kawasaki hat schon länger Kompressorbikes im Programm und spätestens durch immer strengere Emissionsregeln überlegen viele Hersteller, wie sie mit weniger Hubraum mehr Leistung rausholen können. Doch was steckt eigentlich dahinter? Ist ein Kompressor einfach ein anderer Name für Turbo? Und warum sieht man diese Technik so selten auf zwei Rädern, obwohl es sie schon wirklich lange gibt, während sie bei Autos längst Standard sind? Heute schauen wir uns an, wie die verschiedenen Systeme funktionieren, wo die Unterschiede liegen und was im Motorradalltag wirklich Sinn macht. Klar ist, die Aufladung könnte unser Bild vom Motorradfahren verändern. Aber ist das immer ein Vorteil? The good, the bad and the ugly. Bevor wir uns in die Technik stürzen, räumen wir direkt mal mit einem Mythos auf. Turbo und Kompressor sind nicht das gleiche. Beide verdichten zwar die Ansaugluft, aber der Weg dorthin ist ein ganz anderer. Beim Turbolader nutzt man die Energie der Abgase, beim Kompressor wird die Luft mechanisch über den Motor angetrieben. Neu im Rennen sind elektrische Systeme, da übernimmt ein Elektromotor das Verdichten. Und dann gibt es noch Ram-Air, das den Fahrtwind nutzt. Der Unterschied ist entscheidend, denn er bestimmt, wie sich das Motorrad fährt, wie schnell die Leistung kommt und wie komplex die Technik wirklich ist. Hier die wichtigsten Typen im Überblick in absoluter Kurzform, wir schauen uns das aber gleich nochmal genauer an. Turbolader, vom Abgasstrom angetrieben, bekannt für das legendäre Turboloch und die brachiale Leistung oben raus. Kompressor, mechanisch mit dem Motor verbunden, liefert direkt Schub ohne Verzögerung. E-Kompressor, E-Turbo, nutzt Strom, um Luft zu verdichten, kann Verzögerungen komplett eliminieren. Ram-Air holt sich gratis extra Luft durch Fahrtwind, aber nur bei sehr hoher Geschwindigkeit. Die Techniken haben alle ihre Vor- und Nachteile und wirken sich zum Teil auch anders aus. Was käme für euch eigentlich eher in Frage? Direkter, gleichmäßiger Punch oder lieber der Turbo-Kick? Fangen wir mit dem Turbolader an. Hier nutzt man Abgasenergie, um eine Turbine anzutreiben, die dann Luft in den Motor presst. Das klingt erstmal clever, weil es die Abfallenergie nutzt, doch in der Praxis gibt es einen Haken, das berühmte Turboloch. Erst wenn genug Abgas kommt, gibt's den echten Schub, was das Fahren unberechenbar machen kann, vor allem beim Rausbeschleunigen aus Kurven. Dafür sind extreme Spitzenleistungen möglich. Rekordbikes wie die Turbo Hayabusa mit über 500 km/h zeigen, was machbar ist. Serienbikes mit Turbo gab es vor allem in den 80ern, etwa von Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki. Doch im Alltag war die Kombination aus Mehrgewicht, Hitzeprobleme und verzögerter Leistung für viele ein Nachteil. Die Technik verschwand wieder aus dem Serienbau. Typisch für Turbomotoren ist auch der eigene Sound. Viele kennen das markante Pfeifen und das Ablassen des Überdrucks über ein Blow-off-Ventil, oft begleitet von einem kurzen Zischen. Gerade bei Umbauten hört man das bei schnellen Gaswechseln sehr deutlich. Manche finden es spektakulär, andere eher störend. Der mechanische Kompressor ist da ganz anders gestrickt. Er hängt direkt am Motor, liefert also sofort Druck, kein Loch, kein Warten. Kawasaki hat mit der Ninja H2 bewiesen, dass Kompressortechnik alltagstauglich sein kann, mit brachialem Schub und ohne die On-Off-Charakteristik eines Turbos. Nachteil: Ein Teil der Motorleistung geht für den Antrieb des Kompressors drauf und das System wiegt etwas mehr. Solche Bikes sind bisher Exoten, im Alltag ein echtes Statement, aber auch mit höherem Wartungsbedarf und einem Preis, der klar über der Masse liegt.
Beim Sound erkennt man Kompressorbikes ebenfalls sofort. Typisch ist das charakteristische, leicht zirrende bis jaulende Geräusch, das an einem hochdrehenden Zahnarztbohrer erinnert. Bei der H2 ist dieses Kompressorheulen Teil des Fahrerlebnisses und für viele ein echtes Highlight. Wer auf dezente Bikes steht, für den könnte das aber fast schon zu viel des Guten sein. Elektronische Systeme wie der E-Kompressor, aktuell bei Honda im Fokus, könnten den Spagat schaffen. Sie liefern auf Knopfdruck Drehmoment unabhängig von der Motordrehzahl oder Abgasstrom. Der Nachteil ist bisher der hohe Strombedarf und die Komplexität. Honda setzt beim kommenden V3R genau darauf. Maximales Drehmoment von unten, weniger Verbrauch, volle Alltagstauglichkeit. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis wurde das Modell noch nicht vorgestellt, was aber wohl auf der EICMA soweit sein dürfte. Beim Sound sind diese Systeme tendenziell viel leiser. Der E-Kompressor arbeitet zwar sehr schnell, ist aber kaum zu hören. Höchstens ein leises Surren lässt sich manchmal wahrnehmen. Für alle, die Wert auf Understatement oder leises Kraftpaket legen, könnte das ein Vorteil sein. Wie das aber letztlich wirklich bei einem Motorrad ist bzw. sich anhört, muss man noch abwarten. Ramier ist dagegen simpel, aber dafür auch weniger effizient. Ab etwa 150 km/h schiebt der Fahrtwind zusätzliche Luft in die Airbox. Das bringt ein paar extra PS auf der Autobahn oder Rennstrecke, spielt aber im Alltag kaum eine Rolle. Es ist aber simpel und fast kostenlos. Es muss eigentlich nur ein entsprechender Luftkanal konstruiert werden. Daher ist das einzige System, das wirklich in vielen Modellen, zumindest im Supersportbereich, eigentlich Standard ist. Und beim Klang? Ramier selbst macht keinen Lärm, aber durch die größere Luftmenge verändert sich das Ansauggeräusch bei hohem Tempo. Es wird oft kerniger, das typische Ansaugen ist lauter und präsenter. Interessant ist, trotz allen Unterschieden, warum setzen sich solche Systeme, abgesehen von Ramier, im Motorradbau bislang nur so zögerlich bzw. gar nicht durch. Viele fragen sich, warum haben Motorräder eigentlich nicht längst so viele Turbos und Kompressoren wie Autos? Die Antwort ist ziemlich vielschichtig. Platz und Gewicht sind beim Motorrad extrem begrenzt. Ein zusätzlicher Lader samt Krümmern, Ladeluftkühler und Riegeltechnik macht das Bike schwerer und sperriger und genau das will im Zweiradbereich eigentlich niemand. Auch die Hitzeentwicklung ist ein Thema. Auf engem Raum wird schnell kritisch für Elektrik, Tank und Fahrer. Dazu kommt, dass Motorräder oft schon als Sauger sehr drehfreudig und leistungsstark sind, das klassische Fahrgefühl, das viele lieben. Ein Turbo mit Verzögerung oder ein Kompressor mit immer präsenter Kraft verändert dieses Gefühl komplett. Nicht jeder will das. Hinzu kommen Kosten, Wartung und ein insgesamt höherer Anspruch an die Technik. Die Turbos der 80er hatten mit Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeiten zu kämpfen, das Image ist bis heute geblieben. Doch der Wind dreht sich, strengere Emissionsvorschriften und der Wunsch nach mehr Effizienz setzen die Hersteller unter Druck. Wer auch künftig sportliche, leistungsstarke Motorräder anbieten möchte, muss mit kleinerem Hubraum mehr herausholen. Hier könnten Turbo, Kompressor und neue E-Systeme ein Comeback feiern, spätestens wenn Modelle wie die Honda V3R mit E-Kompressor in Serie gehen. Strengere Abgasnormen bringen Motorräder zunehmend in Zugzwang, denn während Autos längst Katalysatoren, Partikelfilter und Downsizing-Motoren nutzen, war bei Motorrädern die Luft lange dünner. Sprich, die Entwickler mussten bisher weniger Kompromisse bei Leistung und Fahrbarkeit eingehen. Doch spätestens mit den Euro-5-Normen und geplanten Verschärfungen reicht das klassische Konzept viel Hubraum, viel Power nicht mehr aus. Aufladung spielt genau hier eine Schlüsselrolle, denn sie erlaubt es, aus kleineren, leichteren Motoren trotzdem die Leistung herauszuholen, die heute erwartet wird.
Das funktioniert, weil ein kleiner aufgeladener Motor unter Volllast weniger Sprit verbraucht als ein großvolumiger Sauger mit der gleichen Leistung. Einfach weil der Grundmotor im Teillastbereich sparsamer läuft. Bei Bedarf gibt's dann per Turbo oder Kompressor die Extraleistung, ohne im Alltag dauerhaft mit großem Hubraum und entsprechendem Verbrauch unterwegs zu sein. Gleichzeitig wird der Verbrennungsprozess durch die höhere Luftmasse effizienter, weniger unverbrannter Kraftstoff, bessere Durchmischung und oft geringere Rohemissionen, wenn die Steuerung stimmt. Elektronische Aufladesysteme können diesen Effekt noch verstärken, weil sie gezielt nur dann anschieben, wenn wirklich Leistung gefragt ist. Ansonsten läuft der Motor extrem sparsam. Ein weiterer Punkt: Mit Hybridkonzepten oder Start-Stopp-Technik könnten Motorräder mit E-Kompressor künftig noch mehr Sprit sparen, ohne dass das Fahrgefühl komplett verloren geht. So rückt die Vision vom grünen Kraftpaket leistungsstark, aber sauber in greifbare Nähe. Ob das reicht, um den Verbrennungsmotor langfristig zu retten? Das bleibt offen. Klar ist aber, ohne Aufladung und intelligente Steuerung werden es neue Verbrenner künftig immer schwerer haben, nicht nur bei Autos, sondern auch bei Motorrädern. Es bleibt die Frage, sind technische Hürden das größte Problem oder ist es am Ende der Wunsch nach dem typischen Motorcharakter, der viele von uns begeistert? Jede Aufladungstechnik hat ihre eigenen Stärken. Turbolader stehen für maximale Spitzenleistung, oft kompromisslos und nicht immer alltagstauglich. Kompressoren liefern sofort Schub, machen das Bike aber schwerer und aufwendiger. Elektrische Systeme wie beim kommenden Honda-Konzept könnten neue Wege für Alltag und Tour bieten, vor allem wenn kompakte Motoren wieder im Fokus stehen. Ram Air bleibt ein nettes Extra, aber eben nur für die Top-Speed-Fans. Egal ob Turbo, Kompressor oder E-System, am Ende zählt, was zum eigenen Fahrstil passt. Die Technik entwickelt sich rasant weiter und vielleicht stehen wir kurz vor einer neuen Ära der aufgeladenen Motorräder. Worauf würdet ihr selbst am ehesten setzen? Klassischer Saugmotor, Turbo, Kompressor oder das ganz neue E-Konzept? Und wie wichtig sind euch dabei Dinge wie Wartung, Sound und Zuverlässigkeit? Am Ende zählt sowieso nur eins: Welches Bike bringt euch das beste Fahrgefühl?